Hey Leute, oh Gott, was ist denn da gerade mit meiner Stimme passiert? Nochmal, hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Im letzten Part haben wir das Mila-Freundschaftsereignis hier angefangen und unsere erste verbundene Mystic Art gemacht. Und es tut mir leid, dass ich den Part jetzt, oh, mein Mikro übersteuert wieder übelst scheiße. Muss ich wieder runterdrehen nach dem Part? Ja, es tut mir leid, dass ich den Part so abrupt beenden musste, aber ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Und jetzt beenden wir das Freundschaftsereignis hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Kampf schwer wird. Weiß auch nicht warum. Vielleicht sollte ich mir nochmal was snacken. Zu essen. Oh, nee. Wobei mehr Geld wäre eigentlich echt mal ganz gut. Aber ich meine eigentlich eher sowas, womit ich mehr Prozente habe. Okay, bye. Ja, dann machen wir das jetzt fertig und dann machen wir gleich noch ein Freundschaftsereignis. Mal gucken, ob ich jetzt gegen Maxwell oder Gaius Musee oder Maxwell. Another uninvited guest. Mila, tell me, what are you doing here? It has been a while, Maxwell. Although perhaps not from your perspective. I hope you are willing to talk to me. I have a question for you. How laughable. Come now. What makes you think that I will suffer your foolishness again? This is far from foolishness. It's important. Silence, human. Who do you think forced me to unmake Mila in the first place? Unmake Mila? So unlike our reality, she was eliminated in this world. I don't know how you've managed to return to life, but you will fare no better this time. Those who stray from their path, who lose sight of their duty, must be unmade. No exceptions. Luga hat ja gerade die gleichen Farben wie Jude, fällt mir gerade auf in dem Alternativ-Outfit hier. Und Mila ist nicht vom Weg abgekommen. I won't entertain objections from the very humans who led her astray. But you don't understand. If you insist on coming back from death, then I will simply remove your souls from the cycle of life forever. He's not in a cooperative mood. I hate to do this, but you leave me no choice. We will destroy you again, Maxwell. Again? Okay. Maxwell-Splitter-Version. Na geil. Also dieser eklige Boss nochmal. Nur, dass ich ihn diesmal halt wahrscheinlich wirklich ganz normal schaffen. Das ist auch kein Problem. Mensch, schaut ihn euch an. Ich habe ihm schon 30.000 abgezogen. Kann doch gar nichts. Au. Hat Erwin mich gerade weggeschlagen? Kannst du mal bitte aufstehen? So, wenn ich jetzt mal nochmal meine verbundene Mystic Art gemacht habe, dann bist du sowieso hier weg. Ist irgendeine, ja, Wasser und resistent Feuer. Okay, relativ egal für uns. Oh! Wieso sind wir denn so tot, beziehungsweise Jude? Ach Mensch. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so kommen sehen. Aber dann machen wir mal ein bisschen... Hier ein bisschen Bonus-Attacke, ne? Und diesmal will ich bitte sehen... Oh Gott. Ob ich hier jetzt eine andere Mystic Art mache. Ne. Die gleiche, schade. Okay, jetzt haben wir aber ein bisschen ein Problem. Ich habe irgendwie nicht so sehr damit gerechnet, dass der uns so abfacken wird hier. Oh Gott. Komm schon, wenn ich erstmal nochmal die verbundene Mystic Art gemacht habe, ist alles erstmal wieder auf einem annehmbaren Level. Aber bis dahin muss ich es erstmal wieder geschafft haben. Aber wieso bin ich denn mit Mila verbunden und wieso bin ich tot? Jetzt ohne Mist, wieso war ich denn gerade mit Mila verbunden? Das habe ich gerade irgendwie gar nicht verstanden, aber ist nicht schlimm. So, fast geschafft.
Okay. Dann machen wir sie mal. Ja, mehr Angriff. Ich denke mal, die macht schon Schaden, oder? Ja, 45.000 nur noch. Das ist ganz annehmbar, würde ich sagen. Finde ich gut. Ich kann auch gleich nochmal einen Chromatus für alle Fälle. Aber ich glaube, wir schaffen den noch so. 23.000. Nicht mich töten wieder. Nein. Sehr schön. Danke. Why must we always fight? It's unfortunate, but we had to. We do what we must to keep moving forward. Yeah. Wir bekommen einen Smaragdring von ihm. Wie nett. Strong. Nett, nett, nett. Und steigen mal wieder auf. Wie immer. How did you become so powerful? Now answer me this. What happened between you and the human, Mila Kresnik? Did it have anything to do with the creation of the schism? Where'd you hear that name? It's become ingrained in Nia Kara folklore, but the story's details have been lost to time. Ah, interesting. I see now. You must be one of her descendants. That would explain the wealth of your power. I want you to tell us everything. Did you name me after her? After Mila Kresnik? And why would you want to know the answer? That's irrelevant to the mission I assigned you. Is it wrong to ask? I want to know about myself. I want to know what went through your mind before I was given birth. You want to know. Perhaps naming you after her led to that as well. So Mila's name was derived from Mila Kresnik. Is that a safe assumption? That woman pestered me incessantly with her constant questions. Why this? How that? She wanted to know it all. The voraciousness of human curiosity seems to have no boundaries or limitations. I must say it never ceases to amaze me. In many ways, it could be defined as one of humanity's most intriguing traits. Humans never halt their quest for knowledge, even if it means risking their own destruction. They're always looking to see what's ahead. The strength of their curiosity is stunning. When Spyrix began to drive spirits and humans apart, Mila stood against it. In striving to understand spirit kind, she represented more than just human beings. She was hope. Hope. She devoted all of her energy to the benefit of spirits and humanity alike. Truly a magnificent sight. It was a slow process, but one that showed promise. In time, humans who wished to coexist with spirits flocked to her side. Thus began the Kresnik clan. And yet, I understand that Kronos didn't think much of her. Kronos did not think much of any humans. At the end of the day, he found them inadequate beings who needed to prove their worth. I get it now. So that's the reason for the Origins trial. She was driven to her death by the humans who were members of her own clan. You couldn't save her from her demise? No, I never saw it coming. Unbeknownst to me, the Kresnik clan had become poisoned by a faction seeking to exploit spirits for profit. Mila would naturally not allow that. Therefore, they conspired to kill her. I concluded that the schism was the only solution. I would divide the world and bring over select humans on the Ark. But unlike what I expected, Mila refused my invitation. Instead of coming aboard the Ark, she chose to stand with the humans who had turned against her. And you saw her actions to stay behind as betrayal. Of course, Mila had thrown in with those who would rather pursue their own selfish desires. What else was I supposed to believe? That was a rude but much needed awakening for me. When presented with great power, humans cannot control themselves. And you spoke with Mila about her intentions? There was no need. Or were you perhaps afraid to ask and hear her answer? Afraid to find out her motivations, her intentions, and what she truly meant to you? The power of the Four!
Get away from Lord Maxwell! Now, you filthy vermin! Muse commands the four here? Aren't they nice? I salvaged them from the remains of their former master. So Muse killed the Mila of this world. She's the catalyst. I'll kill anyone who dares defy Lord Maxwell. If they come back, I'll just kill them again! Because that is my sole mission! Incoming! Hatten wir Muse nicht auch schon mal? Also nicht schon mal als Streukalle... Ey, meine Stimme ist gerade vollkommen am Absterben. We're still trapped in the past. Mich würde nur mal interessieren, warum sie das ist. Aber ist ja nicht schlimm. Also meine Stimme, nicht Muse, bla. Also nochmal ein Bosskampf. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass noch ein zweiter kommt. Ich habe mich die ganze Zeit in der Sequenz schon gefragt, aber wer war jetzt eigentlich der Streukatalysator? Aber, what the fuck. Aber irgendwie habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Oder gar nicht so in Erwägung gezogen, dass noch ein Boss kommt tatsächlich. Okay. Wie wär's mit Fuck you to hell and back? Nee, mach mal nicht Schaden jetzt. Mach mal nicht Schaden. Okay. Ja, ich denke mal, der Form Destroyer in der im dritten Chromitus ist einfach stärker. Aua. Hör mal auf mit dem Schund. Muse. Ah, ich wünschte, ich hätte Muse mitgenommen. Das wäre lustig gewesen. Muse. Oh, sind die alle eingefroren oder sowas? Was ist denn mit denen los? Ich muss kurz ein bisschen hier auf Abstand gehen. Oh, ich bin irgendwie... Also mal wieder out of items. Das geht hier echt relativ schnell in dem Spiel, muss man sagen. Ich bräuchte mal so ein Item, mit dem ich meine Kapazität erhöhen kann von den Items. Nicht immer nur 15 von jedem Item, das ist nämlich ganz schön wenig. Ja, wir sind jetzt gleich wieder an dem Punkt angekommen, wo wir auch hier unsere verbundene Mystic Art machen können. Oh. Versteinert. Und zwar jetzt. Also bitte hör auf. Hör auf! Darf ich bitte einmal eine Art fertig machen? Jetzt mal ganz ohne Mist. Ach, geh mir nicht auf den Piss hier, wirklich. Ich kann nicht einmal eine Art fertig machen. Du blödes Stück Scheiße, echt. Und hör auf, alles abzuwehren. Oh, ist das ein nerviger Gegner. Wirklich so unnötig, weißt du? So, jetzt bitte einmal eine einzige Art. Bitte, komm schon, danke. Ja, jetzt bekommt Mila keine EP, wenn sie jetzt stirbt, aber kann ich jetzt auch nichts dafür. We're so sorry. May the four great spirits in this dimension watch over you. Das war richtig unnötig nervig wieder, der Kampf. So, und so ganz typisch so die ersten 2/3 nix und dann plötzlich so stark, dass er alles kaputt macht. Das ist so You typisch. even bested Muse. Mila, you have seen enough now to grasp the hubris and cruelty that humanity is capable of possessing. And yet you still side with them? It is a duty that I, as Mila Maxwell, must fulfill. Interesting. You have defined your own duty, have you? I have, and in this mission, I am not alone. So you too have chosen to part ways with me. Maxwell? Go and live wherever you wish. It's no longer my decision. This is no cause for sadness, Maxwell. Even when separated, the bonds that tie us together cannot be so easily broken. This melody. Yes, no matter what happened, your heart was always so...
did you hum that tune? It just popped into my head, like a feeling I couldn't put into words. I can only hope Maxwell understood what I meant by it. Thank you, Luger. Because of you, I understand my predecessor's side of the story now. Although I didn't learn the whole truth about Mila Kresnik. She couldn't stand the thought of abandoning those left in Olympus to die. That's why Mila Kresnik wouldn't go with Maxwell to Riza Maxia. How so? Because the world Mila Kresnik dreamed of long ago is the same one we wish to create now. She couldn't flee to a world that offered salvation for only a select few. But in reality, I'm sure Mila Kresnik wanted to ultimately be with Maxwell too. So they could make their perfect world together. Jude. We've learned that our dream isn't a new one. People and spirits have been seeking it for ages. We have to make it come true. You're right. For Mila Kresnik's sake as well as our own. It's the lab. I better take this. You might not know it, but you're already walking ahead of me, Jude. That much is certainly true. But I know that I won't be around to see everything Jude will accomplish. I realize that's just the way it is, but I don't have to like it. Sorry. You okay? Yes. Is everything okay at work? Yeah, it should be fine. I guess it's up to us to carry the torch passed by Maxwell and Mila Kresnik. We will put an end to Origin's trial once and for all. Okay, wenn jetzt alle Freundschaftsereignisse so lang ist, brauchen wir doch noch ein bisschen länger. Und es sieht wirklich so aus, als würden wir hier jetzt einfach die Joke-Waffen aus Teil 1 bekommen. Aber ich will es natürlich trotzdem gemacht haben. Und weil wir auch eine Menge Kohle dabei bekommen. Und ich brauche halt noch Geld in diesem Spiel. Wir haben Dale Trees hier noch bekommen. Okay, ja, Gotzel. Gut. Dann machen wir jetzt kein zweites Freundschaftsereignis. Das wäre einfach vollkommen sinnlos. Stattdessen werden wir kurz ein paar, also die 3 Quests, die ich noch habe, erledigen, oder 2 davon zumindest, nicht Strategie. Ereignisliste in Arbeit. Genau, da haben wir einmal einen Westwolf besiegen auf dem Kadama-Gipfel. Paar Katzen fangen und das Weihwindauge. Okay, gehen wir erstmal zum Kadama-Gipfel. Und dann machen wir am nächsten Part natürlich ganz normal weiter mit mit den Freundschaftsereignissen. Und ich hoffe, dass ich dann damit zusammenhängend die Freundschaft zu Jude endlich mal vollständig vollkriege. So, jetzt brauchen wir hier erstmal schnell einen Wolf, einen einzigen. Das reicht schon. Ja, ein einziger reicht schon, das ist schön. Hi. Bitte. Okay. Ja, die sind jetzt ja auch nicht mehr sonderlich stark. Ah. Sollte, glaube ich, gereicht haben. Yep. Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt das Weihwindauge besiegen. War das auf der Torbelen-Höhenstraße? Oder wo war das? Hier. Ja. Weihwindstecher oder Weihwindauge oder wie auch immer. Jedenfalls Weihwind. Mal gucken, ob wir das finden. Aber ich möchte vorher noch einmal ganz kurz gespeichert haben, dass wir jetzt hier den Schund, nicht den Schund, das Freundschaftsereignis natürlich fertig gemacht haben. Ich habe seit Beginn des letzten Parts nicht mehr gespeichert, beziehungsweise schon länger nicht, seit ich das letzte Mal das Spiel ausgemacht habe. Das ist natürlich ganz schön gefährlich. Okay, gucken wir mal, ob wir das Vieh irgendwo sehen. Es dürfte ja, glaube ich, nicht so schwer zu übersehen sein. Die Viecher waren ja mal relativ groß. Ich weiß auch nicht, ob das als Elite-Monster zählt. Eigentlich nicht. Aber
Aber apropos Elite-Monster, ich würde mich halt mal freuen, wenn ich weitere bekomme, weil ich weiß, es gibt eine Trophäe dafür, dass man alle Elite-Monster killt. Und ich habe ja nun momentan kein weiteres da. Vielleicht bekommt man manche erst, wenn man durchgespielt hat oder so. Also vielleicht kann man dann erst die anderen machen, wenn man dann reloadet halt quasi. Würde mich bei dem Spiel nicht wundern. Man kann auch erst, wenn man durchgespielt hat und dann den abgespeicherten Spielstand lädt, kann man erst im Kolosseum die Elite-Schwierigkeitsstufe machen und so. Also und dann gibt es auch einen optionalen Dungeon und so weiter. Also man kann auch sowieso erst die... Oh Gott, ist das groß. Man kann sowieso erst die ganzen versiegelten Waffen dann erst verstärken quasi. Weihwindauge und Weihwindstecher. Boah. Ich werde auf jeden Fall die angreifen, weil der hat Schwäche gegen meine Waffen, der andere nicht. Das heißt, ich werde die anderen beiden mal darum kümmern lassen, während Jude und ich uns hier um den Stecher kümmern. Das könnte aber richtig schwer werden. Wobei ich die Quest jetzt halt auch schon eine Weile habe, aber trotzdem 2 Viecher mit 360.000, 350.000. Oh, nicht mal. Ja, okay, 200.000 und 300.000. Okay, trotzdem viel. So, sollte eigentlich nicht das Problem werden. Aber wir kennen das Spiel ja. Ich meine, wenn ich schon wieder auf Alvins HP gucke und auf Milas, dann sieht man, dass hier schon wieder irgendwas am Abkacken ist. Wundert mich, wie gesagt, bei dem Spiel nicht mehr so wirklich. Hallo, können wir mal irgendwie die verbundene Attacke machen? Danke. Another chance. Ich werde natürlich, wann immer es dann geht, auch in den stärkeren Chromatis gehen. Und so weiter. Könnte jemand mal bitte Jude Oh. Es ist echt... Ich finde es wirklich schlimm, das Balancing hier ist echt komisch teilweise. Dann machen wir erstmal weiter. Gefällt mir schon wieder gar nicht, wie sich das hier gerade entwickelt, aber wir machen weiter. So, Chromatis 2, aber ich würde, wenn möglich, würde ich ganz gerne noch in den Chromatis 3 gehen zumindest. Hey, komm her, danke. Ich meine, der braucht ja nur auch nicht noch Jahre zum Auffüllen. Au. Ey, es ist wirklich teilweise sehr, sehr, sehr ätzend hier. Weil ich die ganze Zeit unterbrochen werde. Das ist halt echt das Schlimmste. Ich kann keine Arts machen, ohne mal nicht unterbrochen zu werden. Und wie lange liege ich jetzt eigentlich schon auf dem Boden hier? Ey. Oh. Hallo. Können wir mal bitte eine verbundene Art machen? Das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Ich bin in der Grenzüberschreitung, will die verbundene Mystic Art machen, aber nein. Jude denkt sich einfach mal, nö, wir machen jetzt keine verbundene Art. Warum? Warum sollten wir? Wozu ist das denn gut? Das ist ja sowas, kotzt mich an, wenn es einfach am Rumbuggen ist. Na, wenigstens hat er sie jetzt gemacht hier. Wow. Also die Mystic Art hier drin. Aber Grenzüberschreitung ist weg, das können wir vergessen. Macht richtig Spaß, der Kampf gerade, muss ich ehrlich gestehen. Macht richtig super viel Spaß, wirklich. Weil übrigens Ironie, der Kampf macht absolut gar keinen Spaß. Ja, ich bin jetzt eh gleich tot wieder. Ja. Ach, was soll ich sagen? Das ist einfach dämlich hier. Ich sage jetzt auch nicht mehr großartig viel. Ja, der erste ist jetzt fast tot. Gut, der andere ist bestimmt auch nicht mehr so. Och, die greifen natürlich den gar nicht an. Nö, der andere ist noch mehr als halb voll. Ist okay, verstehe ich. Aber wenn wir alle vier die ganze Zeit den hier angreifen, wieso zum Teufel passiert denn dann nichts? Also ich meine, wieso ist der dann nicht vielleicht auch mal, ich weiß nicht, tot?
Wieso hast du denn die Pistolen ausgerüstet? Ich hab die nicht ausgerüstet. Ich habe die Tasten dafür nie gedrückt. Jetzt habe ich, glaube ich, gar keine TP-Heil-Items mehr. Kann das sein? Nö. Nur von der ganzen Gruppe. Okay, machen wir einmal, aber... Wie soll ich den Kampf so schaffen? Mal ganz ohne Mist. Was Dämliches. Und dass auch wirklich jede meiner Arts unterbrochen wird. Hier schon wieder, das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist echt lächerlich. Ja. Da schon wieder. Der unterbricht gerade jede meiner Arts. Das ist so fucking lächerlich, wirklich. Jetzt habe ich noch einen TP. Nice. Können wir jetzt einem auch danken. Och, wir konnten mal wieder eine verbundene Art, Mann. Ey, wirklich, dieses Spiel ist gerade... Also, das Spiel ist manchmal wirklich sehr, sehr, sehr lächerlich. Muss man sagen, wie es ist. Kann der Stecher dann jetzt wenigstens langsam mal fertig sein? Ich weiß nicht, der Part ist ja bestimmt auch jetzt bald 40 Minuten lang oder so. Und ich habe das Gefühl, dass Alvin und Mila gar nichts machen. Oder zumindest Alvin, oder bilde ich mir das gerade nur ein? So, das muss jetzt auf ihn sein, weil der andere ist fast tot. Das hätte sich nicht gelohnt. Ich glaube, der andere kriegt zwar trotzdem Schaden dabei. Ich bin mir nicht sicher. Ne, kriegt er nicht. Aber 6000 hat der nur noch. Das sollte doch jetzt eigentlich auch machbar sein. Hier, komm, Kermit ist 3 und dann geh ich sterben. So, und du solltest jetzt auch sterben gehen, spätestens durch die Mystic Alt. Was hat der denn jetzt gespawnt? Danke. Wenigstens ist es ziemlich vorbei. Ah. Meine Fresse. Und kein Geld dafür, ey. Oh. So etwas schlecht designtes. Muss man sagen. Finde ich total ungebalanced und alles. Aber gut. Geben wir die beiden Quests mal ab, die wir jetzt gemacht haben. Einmal hier. Pfeife und mal hier. Hat sich richtig gelohnt für Hörner, ja? Hörner. Ja, die Katzensichtungen mache ich dann noch, wahrscheinlich aber offscreen. Habe ich hier noch... Nee. Auch nicht. Nee. Welche war hier? Welche Quest? Rowan. Dann machen wir das wahrscheinlich im nächsten Part. Ich würde gern erstmal einkaufen. Aber wo ist denn hier der Händler? Ach so. Hier gab es ja noch einen Bahnhof. Oh Mann. Kostet ja nur 50.000. Immerhin. Könnten auch weniger sein. Oh, wir haben eine Engelsnadel hier, eine neue Waffe. Die können wir sogar herstellen. Mhm, machen wir mal. Noch was Neues. Amaterasu. Oh. Hui. Für mit 3 Diamanten. Lichtzahn. Oh, die Waffe sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich glaube, die gab es auch in Teil 1. Aber bei den anderen keine neuen Waffen. Was brauchte ich hierfür jetzt noch? Goldstaub, Purizid, Nachtglanzfeder und 3 Diamanten. Ja, dann gehe ich mir nochmal schnell 3 Diamanten kaufen. Ich weiß nicht, ob es die hier auch gab. Auf jeden Fall gab es die in Triglyph, sorry. Ich nenne es immer noch Triglyph. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass sie es in Teil 1 Triglyph ausgesprochen haben. Aber da kann ich mich natürlich irren. So, gab es überhaupt so einen Händler? Ja, gab's.
Hier. Der, den ich quasi nie benutzt habe. Gibt es denn hier Diamanten? 1, 2, 3. So, Spezial. Amaterasu. Danke. Oh. Schick. Schick. Das ist durchaus schick. Cool. Was sagt jetzt hier die Freundschaft zu Jude inzwischen? Das ist quasi nicht aufgestiegen. Wie viele Freundschaftstränke habe ich? Wenn ich 3 Freundschaftstränke habe... Ich habe genau 3. Hä? Ein Freundschaftstrank gibt kein ganzes Herz. Och, Mann. Ich dachte, ein Freundschaftstrank gibt ein ganzes. Weil ich hätte jetzt gern die verbundene Mystik halt mit Gaius mal sehen wollen. Ja, Freundschaft zu Gaius wächst. Das ist, ist korrekt. Na gut, liebe Leute, dann war es das erstmal für den Part. Im nächsten Part machen wir das nächste Freundschaftsereignis. Mal gucken, welches. Aber erstmal holen wir uns noch ein Fertigkeitsbuch. Ruf mich zurück, Muse. Achso, Wiederauferstehung. Eine Sache muss ich noch ganz schnell nachgucken. Bevor es weitergeht, muss ich noch schnell eine einzige Kleinigkeit nachgucken. Ups. Artwechsel. Fertigkeit 2. Arts, Luger. Artfluss. Fertigkeit 2. Arts 4. 5. Huh. Man kriegt auch irgendwo irgendwie die Tür von Julius auf, aber ich weiß nicht wie. Was war denn das jetzt gerade? Moment, ich habe jetzt also 2. als 4, 5 und 1 bekommen. Das muss ich mir noch ganz schnell angucken und dann beende ich den Part. Endlich. 2. Arts. 2. Arts. Halte die Angriffstaste gedrückt, wenn du mit 2 Klingen angreifst, um einen neuen Angriff auszuführen. Wie kann ich auf die nächste Seite gehen? Ah, schneller Schlag oder fallender Schnee. 2. Arts 4. Dämonenzahn. Tigerklinge. Oh! Also Dämonenzahn und Tigerklinge sind auf jeden Fall Attacken von Alvin. Okay, kriege ich noch ganz schnell irgendwie einen Punkt frei. Einen Punkt frei. Komm schon, einen einzigen. Irgendeine Sache, die ich wirklich nicht brauche. Einen Punkt. Einen einzigen Punkt. Qualität, Stärke, Beweglichkeit, Geschicklichkeit 2. 4 Punkte. Erdschutz. So, Erdschutz brauchen wir nicht. Hat sogar noch mehr gegeben. Jetzt ganz schnell hier... Ach, 2. Arzt 2 haben wir auch. Wenn du Angriffstaste gedrückt, wenn ich mit dem Hammer schlinge. Oh, ach so. Wusste ich gar nicht. Okay, und 2. Arzt 3. Erhalte einen extra Angriff bei Schnellexplosionen, wenn du Doppelpistolen aus... Okay. Gut, aber liebe Leute, der Part ist jetzt wirklich lang genug. Also wirklich, wirklich. Schwarze Hundeohren müssen wir uns jetzt auch noch ganz schnell angucken. Ach Mann. An Mila. Schwarze Hundeohren. Hier. Ja, toll. Okay, bis zum nächsten Part und ciao.